Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Wir haben von ComfyUI eine neue Node spendiert gekriegt und zwar, die finden wir hier im Bereich for Testing, die heißt Patch Model at Downscale, Klammer auf, Cohere Deep Shrink. Und diese Node ermöglicht uns, Basisbilder mit wesentlich größeren Auflösungen direkt zu erzeugen. Also es ist auch ein bisschen High-Res Fix, wovon hier gesprochen wird. Allerdings zeige ich euch gleich, was diese Node macht. Aber zum Einstieg, ich habe leider noch keine Informationen gefunden, was diese ganzen Faktoren jetzt hier bedeuten oder beeinflussen oder so. Da muss ich selber noch ein bisschen mit rumspielen. Vielleicht könnt ihr damit auch ein bisschen rumspielen und die Ergebnisse mal teilen. Es findet sich leider keine wirkliche Dokumentation darüber. Wenn wir zum Beispiel mal auf der ComfyUI GitHub-Seite schauen, von da aus kommen wir ja hier unten auf die ComfyUI Examples und von da aus, hier ist der ComfyUI Blog und hier sieht man genau gar nichts. Das letzte Update ist vom 30. Oktober. Und hier steht nichts von dieser Node selber drin. Das ist schade. Wir kriegen hier also keine offizielle Anleitung in dem Sinne. Also wir kriegen gar nichts hier für diese neue Node. Kommt übrigens, wenn ihr euer ComfyUI updatet, automatisch. Ne? Da braucht ihr keine Custom Node oder sonst was für. Die ist integriert. Was ich aber wohl gefunden habe über einen Reddit-Post ist hier der Check-in zu dieser Node, und hier sehen wir ein bisschen by adding a downscale to the unit in the first time steps, this node lets you generate images at higher resolutions with less consistency issues. Und das beschreibt eigentlich das, was diese Node macht. Also die greifen das UNet ein in die Grundlage vom Stable Diffusion und sorgt, also weiteres Stichwort ist Higher Resolutions, wir können höhere Basisauflösungen generieren lassen mit weniger Consistency Issues. Das bedeutet, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr ein Bild größer erzeugen wollt als das, wofür das Model trainiert ist, also 512 x 512 ist ja beim Stable Diffusion 1.5 zum Beispiel der Fall. Dann kann es passieren, dass wenn ihr zum Beispiel die Breite doppelt, also eine 1024er Breite oder so haben wollt, dass das Motiv zweimal gerendert wird. Das liegt am Training, also am Training des Models, ne, die Bildgrößen, die dem Model zum Trainieren gegeben wurden. Und das ist hier mit diesen Consistency Issues gemeint. Also das Model fängt dann an, das, was es weiß, zu duplizieren, weil es eine größere Leinwand kriegt, so im Prinzip. Und das hebelt diese Node ein bisschen aus. Und da steigen wir jetzt mal direkt ein. Wir werden diese Node erstmal zur Seite schieben. Ich mache die mal eben aus. Und wir bauen uns mal ein Basic Setup zusammen. Ich brauche einen Pipe Loader. Und da aus einen Pipe Sampler. Ich benutze hier wieder die Tiny Terra Nodes, ne, wie gehabt. Wir stellen hier schon mal das Model ein. Ich nehme für den Fall mal das Absolute Reality. Und sage mal, Cyberpunk Woman walking through the alleys of a Cyberpunk City. Ich hätte gerne Neon Lighting dabei und ich hätte gerne Reflections und ich hätte gerne ein bisschen Regen. Ich nehme mal hier unten einfach ein paar Negative Embeddings, die beeinflussen natürlich die Bildgenerierung, aber das ist jetzt egal. Und weil wir hier auf YouTube unterwegs sind, sagen wir auch nochmal diese beiden Stichworte. So, hier gehe ich auf den DPMPP2M Sampler im Scheduler Keras. Wir schalten hier auf Preview und wir lassen das Ganze einmal laufen mit einer normalen Auflösung. So, schwupps. Das ist das, was wir in der normalen Auflösung rausbekommen. 512 x 512 Pixel groß. So, wenn ich jetzt anfange und zum Beispiel hier sage, ich möchte gerne 1920 x 1080 haben, also einmal Full HD. Wir lassen das Ganze einmal laufen.
Dann dauert das nicht nur länger, sondern dann kommt auch der Effekt raus, den ich eben angesprochen habe. Wir sehen jetzt hier schon, dass ja, links und rechts ist ja nahezu identisch hier, zumindest die Person. Der Hintergrund ist natürlich ein bisschen anders. In der Mitte haben wir auch eine Person gerendert gekriegt. Wir haben links eine Ellie, in der Mitte eine Ellie, rechts eine Ellie. Das ist also das, was mit diesen Consistency Issues gemeint ist. Was wir jetzt an der Stelle machen können, wir können jetzt unsere Node von hier unten nehmen. Machen die einmal an, schicken das Model dadurch. Ändern an der Stelle nichts, also es funktioniert so, wie es eingestellt ist, sehr gut. Und jetzt lasse ich das Ganze nochmal laufen. Was man dabei sieht, ist, dass bei der Generierung schon irgendwie die Bilder ein bisschen hektischer hin und her springen. Offenbar, ja, wir wissen nicht, wie eingegriffen wird an der Stelle, oder ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr es, ich weiß es zumindest nicht. Man sieht ein bisschen Änderungen an der Bildgenerierung selber, aber wenn wir uns das Bild jetzt mal anschauen, ist es schon wesentlich konsistenter geworden. Ich habe auch gesehen, es soll besser funktionieren für SDXL-Models. Bei meinen schnellen Tests hier und ein bisschen rumprobieren, ich finde aber, es funktioniert auch ziemlich gut für 1.5er Models. Und das zeige ich euch gleich auch noch. Wir müssen ja nicht unbedingt auf diese volle Größe hochpushen. Jetzt hat er auch wieder 2 gemacht. Aber das gesamte Bild ist halt einfach konsistenter. Wir könnten jetzt noch Close-Up, Portrait oder so, um das ein bisschen auszusteuern. Es ist aber wesentlich konsistenter. Und wenn wir uns das mal angucken, sehen wir auch hier oben, dass wir 1920 x 1080 schon im Basisbild erstellt haben. So, bevor ich jetzt zu einem SDXL-Model mal wechsle, zeige ich euch mal was, wie ich mir den Anwendungszweck dieser Node ganz gut vorstellen kann, beziehungsweise was es vielleicht ganz praktisch macht, einfach höhere Basisbilder bequem erzeugen zu können, ohne sich ein bisschen um die Resolution Gedanken zu machen. Und zwar, wir wissen ja in den Comfy Rolls, dazu will ich auch noch ein Video machen, noch nicht so gekommen, schiebe ich noch ein bisschen vor mir her, werden wir aber bestimmt noch besprechen. In den Comfy Rolls Custom Nodes gibt es ja die SD 1.5 Aspect Ratio und es gibt die SDXL Aspect Ratio. Und das Bequeme hieran ist, dass wir uns natürlich schon direkt Auflösungen auswählen können, die Porträtbildern entsprechen, rechteckigen Bildern entsprechen, Landscapes oder 16:9 Auflösungen etc. pp. haben. Ihr seht das hier. Und was ich mal so ein bisschen beim Spielen ausprobiert habe hier ist, die Comfy UI, die Comfy Roll Custom Node kommt auch mit einem Multiply. Und das sehen wir hier, der CR Integer Multiple. Und das ist eigentlich ganz cool. Passt mal auf. Was wir jetzt nämlich hier machen ist, wir sagen einmal, wir wollen hier aus unserem Loader die Width und die Height, wo sind sie? Die suche ich immer. Hier Latent Width und Latent Height to Input. Jetzt nehmen wir uns zweimal diese Multiple Node, sagen, wir möchten den Integer davon einmal in einen Input umwandeln und jetzt können wir hier schon mal die Höhe, die Weite und die Höhe dran klemmen und hier hinten weiterleiten. Und was wir jetzt natürlich noch machen können, ist, wir können sagen, wir wollen hier auch noch den Multiple, ich will immer Multiply sagen, weil die multipliziert ja, aber Multiple heißt das hier, zum Input machen und hier auch. So. Eben so, ist ein bisschen schöner. Und jetzt können wir hier einen Doppelklick drauf machen, dann kriegen wir nämlich eine Primitive und hier können wir sagen, mit wie viel das Ganze multipliziert werden soll. Und wenn wir hier einfach mal salopp sagen 2, dann können wir hier an der Stelle ganz bequem weiterhin unsere gewünschten Auflösungen wählen. Wir nehmen jetzt mal 16:9 Cinema für Stable Diffusion 1.5. Das ist die SD 1.5 Aspect Ratio. Das Ganze wird hier mit 2 multipliziert. Und wir können schon mal ein doppelt großes Basisbild erzeugen von dem, was man hier einstellen kann. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch.
Ich habe hier auch ein bisschen hochgedreht. Hier oben mal. Irgendwann kommen halt diese Consistency-Issues doch wieder durch. Deswegen sollte man es nicht zu viel machen. Aber ich meine, das ist ja schon ein Gewinn, ne? Das ist ja schon wirklich ein Gewinn, wenn man so große Basisbilder erzeugen kann, ohne diese typischen Fehler zu erhalten, dass Doppelungen oder sonst was entstehen. Hier haben wir jetzt 1816 mal 1024 erhalten. Danach kann man natürlich in der Kette weitergehen und das noch auf seine entsprechende Größe weiter berechnen, ne, mit einem normalen High-Res-Fix oder sowas, wie man das auch immer möchte. Wir könnten hier auch sagen, ach so, zeige ich euch vielleicht auch mal das ist ja eine Primitive Node, die mit dem Comfy UI kommt. Die springt in 0,5er Schritten. Ihr könnt natürlich auch hingehen und hier sagen, ihr möchtet 2,1 als Faktor haben. Müsst ihr nur eintippen. Könnt ihr nicht mit den Pfeilen machen. Könnt ihr nur eintippen, während das Bild rendert. Das scheint nämlich auch noch ein Bug zu sein. Wenn wir das jetzt auf 2,1 gestellt haben, wir gehen hoch, dann geht er auch in 0,5er Schritten. Also er springt nicht auf den nächsten, sondern immer plus 0,5, minus 0,5. Ist mir eben auch aufgefallen. So, 2,1 funktioniert an der Stelle auch noch ziemlich gut. Machen wir Open Image. Jetzt haben wir 1904 mal 1072, was schon sehr, sehr nah am 1920 mal 1080 an ist. Okay, ich habe gesagt, wir switchen auch noch mal zum SDXL. Wir nehmen mal das Juggernaut. Dann brauchen wir hier nur an der Stelle einmal die Höhe und die Weite hier oben reinklemmen, können dann hier bequem auch sagen, wir wollen auch hier ein 16:9 Landscape haben. Lassen das einmal rattern. Jetzt muss das Model natürlich erstmal geladen werden, ne? Aber so kann ich mir vorstellen, dass man das recht bequem benutzen kann mit einem Upscaling-Faktor. Ich meine, man könnte hier auch noch Berechnungen machen und sagen, okay, das soll meine Zielgröße sein. Ne? Aber wir sollten uns echt nicht beschweren. Ich finde dieses Gespringe zwischen den verschiedenen Schritten sehr interessant übrigens. Weil manchmal sieht man noch so ein bisschen durchblitzen, dass hier versucht wird, 2 Personen zu rendern. Aber er reißt es dann doch am Ende noch rum und macht eine Person draus. Und ich bin gespannt, wie groß das Bild jetzt ist, weil beim SDXL sind wir sowieso größere Basisbilder gewohnt. Nämlich das Doppelte eigentlich schon von dem, was SD 1.5 kann. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten einen Faktor von 2,1 vergrößert haben, kriegt man schon richtig Bilder raus. Er rattert noch. Na, mach fertig. So, und das ist das Basisbild, was uns jetzt SDXL ausgespuckt hat. Ich finde, die Bilder brauchen trotzdem noch ein bisschen Nachbearbeitung. Aber hier kann man ja schon fast ausgehen davon, dass man in einen Downscaling-Prozess geht ist also kein High-Res-Fix, ist ein Low-Res-Fix an. Interessanter Gedanke. Also für meine Zielauflösung wäre das schon zu groß. Es ist aber ganz, ganz cool, dass man schon über die Zielauflösung hier drüber hinausschießen kann. Finde ich gerade ganz cool, habe ich noch nicht drauf geachtet vorher. Genau. Natürlich ist das ziemlich hardwarehungrig an der Stelle. Wenn man hier natürlich möchte, kann man auch noch versuchen, ja, das brauche ich eigentlich nicht. Machen wir jetzt nochmal eben hier live im Video. Ich habe es schon getestet, aber die Ergebnisse waren nicht so pralle. Ich lade aber mal einmal die LCM SDXL LoRa, darüber hatte ich auch ein Video gemacht. Das sind die Latent Consistency Models. Die haben den Vorteil, dass man mit wesentlich weniger Steps Dinge berechnen kann. Und dafür müssen wir den Sampler auch einmal auf LCM einstellen. SGM Uniform funktioniert meistens am besten. Ne, wir haben ja das Bild eben mit 20 Steps gerendert. Wir gucken uns mal eben an, wie es aussieht, wenn wir diese LoRa mit reinsetzen.
Vielleicht müssen wir hier auch die Discrete, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Wir setzen sie einmal dazwischen. Sagen auch hier, wir sind im LCM unterwegs. Jetzt gucken wir einfach mal, was passiert. Ich hatte es ohne die Discrete schon ausprobiert. Die Bilder fand ich nicht so gut. Aber da muss man halt auch immer dann differenzieren. Liegt es jetzt daran, dass wir das Patch-Model benutzen? Oder liegt es daran, dass wir ein Model benutzen, welches jetzt nicht so kompatibel ist mit dem LCM? Aber das sieht vom Grund aus her nicht schlecht aus. Ich finde es aber gerade nicht wirklich schneller. Lass den mal durchlaufen. Guck mal eben, wie lange das gedauert hat, das Bild zu rendern. LCM macht schon mal weniger Details, das ist mir aufgefallen. Na, mach den letzten Schritt mal fertig hier. So, Prompt executed in 66,91 Sekunden. Also wir haben jetzt knapp über eine Minute gebraucht. Voll mal eben hoch. Eben waren es 78 Sekunden im Vorlauf. Also waren wir 12 Sekunden schneller. Ist die Frage, ob sich das lohnt. Wir gucken mal eben das Ergebnis an. Ist auch nicht schlecht. Es spiegelt sich aber irgendwie wieder, was ihr auch schon in den Kommentaren gesagt habt, bei LCM wird es bei SDXL irgendwie ein bisschen verwaschen. Und ja, ob 12 Sekunden jetzt oder so, das macht den Braten, glaube ich, auch nicht fett. Ne? Da würde ich schon fast sagen, man geht einfach mit dem normalen, gewohnten Techniken hier ran. Aber vielleicht fehlt mir da auch einfach noch eine Info. Kombinieren kann man es auf jeden Fall. Wir machen es jetzt aber nicht so. Ich mache noch mal ein Porträtbild. Wir sagen mal ein 5:8. Nee, ein 3:4 Porträtbild. Das lassen wir jetzt noch mal eben durchrattern. Das ist eingestellt hier 20:8. Ja, sieht gut aus. Das Gehüpfe. Na, er hat noch 7 Steps vor sich. Und jetzt auch an einem Punkt, wo sich nicht mehr so viel im Bild tut. Ne? Vielleicht kann man das sogar reduzieren. 62 Sekunden hat das Bild gebraucht. Das ist ein bisschen kleiner als das, was wir eben hatten, aber wir haben auch eine Auflösung von 1880 mal 2416 jetzt hier stellt. Und wenn man mal reinzoomt, dann sieht das Ganze so aus. Und Ton, das ist schon beeindruckend. Das ist wirklich schon beeindruckend. Ich mache mal hier Fullscreen. Da kann man schon einiges rausholen. Das ist, ja. Sollten wir uns merken. Das wird noch richtig cool. Auch wenn man nur so einen Ticken über die Basisauflösung drüber will, hilft einem das ja schon. Wir können ja auch hier einfach sagen, wir wollen im Prinzip nur ein 1,2 Upscaling Faktor haben. Dann geht das schneller. Natürlich. Kriegen wir auch genauso viele Details. Das ist ja auch noch die Frage. Wird ein gutes Bild. Aber ich würde auch behaupten, je mehr Leinwand wir der AI geben an der Stelle, desto mehr kann sie ja auch dann mit Details füllen. Ne? Also macht es wahrscheinlich schon Sinn, größere Basisbilder zu erstellen. Ja, so. Ich glaube, ihr wisst, was man damit machen kann, wie man es anwenden kann. Das hier ist nur so ein kleiner Kniff, wie man dann trotzdem auf den richtigen Auflösungen bleiben kann an der Stelle.
Ansonsten könnt ihr natürlich wie gehabt beliebig eure Zahlen selber eingeben oder eure Umrechnungen oder whatever ihr in euren Workflows macht. Auf jeden Fall funktioniert super, bringt gute Ergebnisse und ja, habt Spaß dabei, es selber auszuprobieren. Und wenn ihr irgendwie Dokumentation oder so findet, haut das ruhig mal in die Kommentare, weil das ist immer schade. Wir haben hier noch Einstellmöglichkeiten und wissen im Prinzip nicht, was es macht. Viel Spaß wünsche ich euch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.